Wer sich viel im Outdoor-Bereich bewegt, weiß, wie praktisch heutzutage Powerstations sein können. Egal ob beim Camping, mit dem Zelt, mit dem Wohnmobil oder auch einfach so zu Hause. Ich wurde von der Firma Jackery darauf hingewiesen, dass es seit ein paar Wochen eine neue Generation von Outdoor-Powerstations gibt und sie haben mir freundlicherweise dazu ein Modell zur Verfügung gestellt. Und da ich gerade sowieso nach einer neuen Powerstation suche, welche generell kompakter, leichter, stärker und überhaupt moderner ist als mein 4 Jahre altes Modell, will ich mir die neue Jackery Explorer 240 V2 heute mal im Detail anschauen. Ja, wer meine Videos schon seit längerem schaut, der weiß, dass ich gerne Powerstations verwende, vor allem wenn ich mit dem Camper unterwegs bin oder auch wenn ich einfach mit dem Zelt irgendwo übernachte, weil ich dann an den Campingplätzen oder Schlafspot einfach keinen Strom brauche und komplett autark bin. Und Strom brauche ich immer mal wieder, um unterwegs natürlich zum Beispiel meine Kameras zu laden. Wenn ich mit dem Stand-Up-Paddle unterwegs bin, habe ich zum Beispiel eine elektronische Luftpumpe mit. Und es gibt viele kleine Geräte. Im Sommer ist es zum Beispiel auch ein Ventilator, die man halt mit so einer Powerstation dann wirklich über das ganze Wochenende gut verwenden kann. Und genau wie bei Powerbanks werden diese Geräte halt immer kleiner, leichter, kompakter und besser. Ich stelle ja auch auf Powerbanks vor und bei den Powerstation ist es dann im Prinzip fast genauso. Deswegen passt es auch sehr gut zu meiner Ultraleicht-Philosophie und schaue mir deswegen ja heute auch mal ein leichteres Modell an. Ja, die Jackery Explorer 240 V2 ist jetzt in der neuesten Generation die kleinste 300 Watt Powerstation mit einer Kapazität von 256 Wattstunden. Das ist schon außerordentlich. Mich überzeugt hier vor allem die kompakte Größe, ist nämlich nur knapp über 20 cm breit. Wenn wir uns die mal anschauen, kann ich die auf jeden Fall sehr kompakt transportieren, mit einer Hand schon mal hochheben, hat ja auch so einen praktischen Bügel, den man im Prinzip ein- und ausklappen kann. Und wenn wir die mal wiegen, dann sehen wir, die wiegt auch unter 4 Kilo. 3,8 Kilo, ähnlich wie der Vorgänger muss man sagen, aber deutlich kompakter. Die Powerstation passt somit auch in jeden Rucksack eigentlich rein, was mir zum Beispiel teilweise auch echt viel bringt. Wer noch die Powerstations von früher kennt oder mein altes Modell auch, die waren dann teilweise doppelt so groß und halt sehr, sehr klobig. Die habe ich dann nur im Auto transportieren können. Aber ihr wisst, ich filme auf Touren immer gerne und habe teilweise mit der Kamera, mit der ich auch gerade filme, die Möglichkeit, nicht nur von einem kleinen Batterieakku Strom zu holen, sondern dann im Prinzip auch von einer äußeren Stromquelle wie eine Powerstation. Und da bietet es sich im Prinzip an, dass ich die in den Rucksack packen kann und wenn ich Naturaufnahmen mache, im Prinzip mitnehme ein kleines Stück und vor Ort dann auch mal gerne eine Stunde ohne Probleme filmen kann. Und 300 Watt über den normalen Stromadapter heißt, dass man schon zahlreiche Geräte im Prinzip gut daran betreiben kann. Das ist nämlich ein Unterschied zu der ersten Explorer-Generation für alle, die noch kennen. Die V1-Version hatte nämlich statt 300 Watt nur 200 Watt, statt 256 Wattstunden nur 240 Wattstunden. Die neue Generation hält auch bis zu 3000 Ladezyklen aus, was ein deutlicher Fortschritt zu den etwa 500 Ladezyklen aus der ersten Generation ist. Und selbst da hat sie noch immer 80% Kapazität. Und das liegt hauptsächlich daran, dass man bei der neuen Generation auf einen Lithium-Eisenphosphat-Akku setzt, was halt im Prinzip deutlich robuster und langlebiger ist. Und generell gibt es dabei auch von Jackery 3 Jahre Garantie, was auch ein Fortschritt ist. Ja, bei den generellen Funktionen und den Ladeports gibt es auch noch ein paar Neuerungen. Wenn wir uns mal die Front anschauen, dann sehen wir hier schon, dass die sehr einfach gehalten ist, ein minimales Design, hat jetzt die wichtigsten Funktionen auf jeden Fall kompakt hier auf der Vorderseite. Wir haben natürlich hier so einen klassischen 12 Volt Anschluss, den Stromanschluss hatte ich hier gerade schon gezeigt, der kommt mit so einem Gummideckel, damit da auch nichts reinkommt. Wir haben den generellen Ein- und Ausschalter, ich schalte sie mal ein, habe ein Licht, was ich auch immer zum Beispiel beim Camping oft verwende, wenn ich halt abends noch draußen was koche, haben wir einmal eine normale Lampe, die dann auch blinken kann und wieder ausgeht, also kein Rotlicht oder so braucht man im Prinzip bei einer Powerstation auch nicht. Ja, und neben dem normalen USB-A 15 Watt Output haben wir noch einen 15 Watt USB-C Output und jetzt ganz neu, nur bei der V2, ein 100 Watt USB-C In und Out. Und das ist ein USB-C PD-Stecker. Das heißt, man kann die Powerstation nicht nur, wie das üblich ist, über so einen Kaltstromstecker hier anschließen, sondern ich kann die auch mal mein USB-C-Kabel aufladen. Das ist zum Beispiel nützlich, wenn man die in der Fahrt an einem Zigarettenanzünder zum Beispiel aufladen will oder, da kommen wir gleich auch drauf zu sprechen, zum Beispiel immer ein Solarpanel. Das heißt, man kann sich gegebenenfalls schon Stromkabel sparen und normal mit USB-C einfach an ein normales Handyladegerät oder ähnliches gehen, muss natürlich ausreichend stark sein, damit es auch ordentlich von der Kapazität her lädt. Ja, und auch hervorheben muss man hier auf jeden Fall noch, und da legt Jackery
Jackery auch großen Wert drauf auf die Charge Shield 2.0 Technologie. Die gab es bei der ersten Version auch nicht. Und da hat man bis zu 52 verschiedene Sicherheitsfunktionen eingebaut, damit im Prinzip der Explorer in der zweiten Version wirklich komplett sicher ist. Das ist auch zertifiziert, das heißt, man hat Sicherheitsmaßnahmen gegen falsches Laden, gegen Überhitzung, gegen Entladen und alle möglichen Dinge. Und dafür hat man eben auch im Prinzip diese große Robustheit einerseits, kann sich wirklich darauf verlassen, dass die funktioniert und auch eine große Langlebigkeit. Das finde ich persönlich besonders gut, weil ich erinnere mich noch an die Power Stations aus den ersten Generationen, die halt teilweise überhaupt nicht langlebig waren, oder auch Akkus, die ich zum Beispiel in meinen Wohnmobilen verwende. Die kann man dann schon nach ein paar Jahren teilweise entsorgen, weil man doch deutlich merkt, dass da von der Kapazität was passiert, dass die vielleicht einen Fehler haben, nicht mehr sicher sind, überhitzen können. Und das, denke ich, ist wirklich ein Produkt, was man viele, viele Jahre bei dieser Menge an Ladezyklen wirklich vor allem sicher auch betreiben kann. Ja, die ganzen Ports, die wir auf der Vorderseite der Jackery Explorer 2.0 sehen, funktionieren auch alle gleichzeitig, was auch nochmal ein Fortschritt ist. Und das nutze ich tatsächlich sehr häufig selber. Ich habe 2 GoPros, die ich auflade, mein Handy, eine Kamera, noch eine Powerbank vielleicht, und das hat beim Camping und beim Zelten echt schon einen großen Vorteil, wenn man nur ein Gerät auf dem Tisch stehen hat, wo alles parallel aufgeladen wird. Falls man eine Wanderung macht und wiederkommt, packt man alles dran, kann dann wieder auf Tour gehen. Habe ich persönlich lieber als viele kleinere Lösungen oder ja mehrere Steckdosen vielleicht zu benutzen. Ja, auf dem Display hier sehen wir die Kapazität, die liegt jetzt gerade bei 99%, einfach wie viel Ladung quasi gerade reingeht, wie viel rausgeht, und die Powerstation lädt auch ziemlich schnell auf. In 1,3 Stunden schon 80% unter Normalbedingungen. Und ihr seht vielleicht auf dem Display, da blinkt hier oben links ein WLAN-Symbol und ein Bluetooth-Symbol. Das heißt, ich kann die Powerstation auch mit meinem Handy verbinden. Über die Jackery-App kann ich die dann fernsteuern, im Prinzip auslesen und noch weitere Konfigurationen vornehmen. Und was mir besonders gut gefällt, über die App kann man ein sogenanntes Emergency Charging hinzufügen. Das heißt, wenn man mal ganz schnell die Powerstation aufladen will, was man jetzt nicht immer machen sollte, weil es mehrere Ladezyklen im Prinzip kostet, dann ist die Powerstation in der Lage, sich in nur einer Stunde wirklich zu 100% vollzuladen. Das funktioniert dann natürlich nur über diesen richtigen Stromstecker, aber eine sehr nützliche Funktion. Falls man mal wirklich ganz, ganz schnell los muss oder irgendwas Dringendes hat, hat man die Möglichkeit, dann über die App solche Feinheiten noch einzustellen und diesen Emergency-Modus dann einmalig zu aktivieren. Ich sprach gerade schon über das Laden über USB-C, und die Jackery Explorer ist natürlich nicht nur eine Powerstation, sondern auch ein Solargenerator. Und wer mein Video aus Portugal im Fischerweg gesehen hat, der hat gesehen, dass ich da damals auch ein Solarpanel, ein ganz kleines zunächst, noch am Rucksack befestigt habe. Und das geht natürlich bei so einer kompakten Powerstation theoretisch auch direkt hier dran. Und ja, Jackery bietet da jetzt zum Release auch 2 neue Solarpanels an. Eins habe ich hier liegen, die Solar Saga Panels. Einmal ein 40 Watt Panel, das ist das hier, was wirklich sehr kompakt ist und leicht ist, aber ihr seht schon, deutlich größer ist. Hat dann 40 Watt als so ein kleines normales Minimum Ultraleicht Panel, und es gibt auch noch eine Version, die hat 80 Watt, die ist noch ein bisschen stärker. Mit der 40 Watt Version, die ich hier habe, da braucht man schon, bis man so eine große Powerstation aufgeladen hat. Das dauert bis zu 11 Stunden. Mit der 80 Watt Version geht das so in 5 Stunden. Nichtsdestotrotz bietet sich diese Version extrem gut an. Hier gibt es so verschiedene Ösen oben, um die wirklich dann um den kompletten Rucksack zu schnallen und dort zu befestigen. Dann gibt es so Karabinerhaken und Clips. Und da hat man natürlich schon eine größere Fläche. Kann die auch morgens beim Lagern, abends beim Lagern auslegen. Und das eignet sich wirklich für längere Trips. Bei kürzeren Trips macht eine Powerstation im Prinzip mehr Sinn. Aber wenn ich eine Expeditionsreise habe, wo ich vielleicht wirklich länger nicht irgendwie an die Zivilisation kommen kann, nachladen, dann kann man schon ordentlich seine Geräte unterwegs von so einem Solarpanel aufladen. Und was ich bei diesem Panel wirklich extrem gut finde, ist einerseits erstmal die hochwertige Verarbeitung. Ihr seht das schon, man arbeitet hier wirklich mit guten Materialien. Ich kann die sehr kompakt verstauen, und wenn wir jetzt uns mal die Anschlüsse hier angucken, habe ich hier so eine kleine Output-Box. Wenn man die mal aufmacht, dann sehen wir, ist da nur erstmal ein Port dran. Das heißt, hier an dem Solarpanel selber sind keine USB-Konnektoren. Dafür habe ich dieses Kabel und kann im Prinzip eine Seite mit diesem speziellen Konnektor hier reinstecken und habe dann in der Mitte dieses Kabels oder am Ende die Möglichkeit, hier ein USB-A, ein USB-C reinzustecken, und sehe auch, ob das Ganze per LED lädt.
Das hat den ganz großen Vorteil, dass ich zum Beispiel mein Solarpanel außerhalb meines Zeltes lagern kann, außerhalb meines Rucksacks lagern kann und es ist natürlich komplett wasserdicht und natürlich auch sonnenbeständig. Und ich hatte viele Panels, da hatte man nur die Möglichkeit, dann die USB-Kabel direkt an das Solarpanel anzuschließen. Und ich nutze das zum Beispiel, wenn ich mit meinem Camper, mit dem Aufstelldach unterwegs bin, packe ich das Solarpanel nach draußen, kann die Powerstation im Prinzip dann aber in das Aufstelldach, in das Zelt reinpacken und kann wandern gehen. Und so ist das Auto trotzdem zu, das Solarpanel ist draußen, kann bei Wind und Wetter draußen bleiben und das finde ich eine sehr, sehr schicke Lösung auf jeden Fall. Und hier macht man dann auch Gebrauch von diesem neuen USB-C-Port, der 100 Watt In und Out hat, denn das Ende dieses Kabels geht einerseits auf so einen normalen runden Stecker, aber es wird ein Adapter mitgeliefert und der geht dann im Prinzip auf USB-C und dann kann ich einfach meinen Port hier verwenden, stecke das Ganze rein, mach's an, mache mein Panel auf und kann im Prinzip die Explorer 2.0 sofort damit laden. Ja, Sonne habe ich natürlich hier leider in meinem Zimmer nicht, aber ihr seht schon, ungefähr so funktioniert es und das finde ich auch ein Fortschritt zu den älteren Generationen der Powerstations auf jeden Fall. Da musste man sich teilweise mit den ganzen Solarpanels, mit der Ladelogik, mit der Funktionsweise und mit den Einstellmöglichkeiten noch mehr befassen und da ein bisschen mehr mitkämpfen, sage ich mal. Und eine Besonderheit will ich auch noch hervorheben, nämlich die Verpackung der Jackery Explorer 2.0. Da hat man sich bei Jackery wirklich größte Mühe gegeben, die 100% eco-freundlich zu gestalten. Das heißt, man verzichtet da wirklich großteilig auf Plastik und das finde ich immer erwähnenswert, weil das ist leider auch nicht selbstverständlich. Jackery ist eine amerikanische Marke, da auch wirklich ein großer Marktführer und ich kenne das halt von vielen asiatischen Herstellern leider, die dann noch sehr, sehr viel in Plastik arbeiten. Deswegen will ich das auf jeden Fall ja auch mal erwähnen. Da hat mir das Packaging besonders gut gefallen. Ja, für mich jedenfalls ist die Explorer 2.0 von Jackery die perfekte Mischung aus genug Kapazität, Sicherheit, Funktion und vor allem Leichtgewicht und Transportfähigkeit. Ich brauche keine größere Größe als 256 Wattstunden. Das reicht für meine Wochenendtouren, für meine Mikroabenteuer. Ich kann damit über mehrere Tage alles laden und wenn ich doch mal mehr Akku brauche, habe ich noch das Solarpanel. Die Explorer 2.0 kostet gerade 299 € und das Solarpanel 139 €. Es lohnt sich, weil die Qualität beim Solarpanel ist deutlich besser als bei allen, die ich vorher hatte. Ist ein bisschen auf der teuren Seite, aber wird, denke ich, sehr, sehr lange halten, hat eine gute Effizienz und ich finde vor allem, wie schon gesagt, dieses verlängerte Kabel sehr, sehr spannend. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen zu den Produkten habt, könnt ihr mir sie gerne unten stellen. In der Beschreibung findet ihr Verlinkungen und wie immer würde ich mich auch freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.